Zack. Perfekt, pünktlich. Jetzt hol ich mir kurz noch schnell mein Essen. Alles klar. Explore our worlds. Meet the devs. See the games. Join us. Hi everyone, I'm Neil Kumar and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Magid. Today's show is all about getting up close and in-depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DedSec are getting into. So, da bin ich schon wieder. The illegal painting is spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London. Watch Dogs Legion. Not the work of several people, as was originally believed, but the work of an individual. War klar, dass wir das mal gleich sehr zeigen, weil du kriegst ja Watch Dogs 2 umsonst. Muss ich dazu irgendwas machen? Du müsstest ein Twitch-Konto mit Ubisoft verknüpft haben. Ich hoffe, das hast du. Wahrscheinlich. Kontrollier mal nebenbei. Musst du bei Twitch oben auf dein Logo, deine Einstellungen und da Verknüpfung, da müsste das dann drin stehen. Verbindungen. Genau. Ubisoft, dein Uplay-Konto ist verknüpft. Erstmal drin. Brauchst nicht weitermachen. Den ersten Watch Dogs Teil habe ich ja gefeiert. Ne? Der zweite war irgendwie so, keine Ahnung, richtig cringe. So, die haben es versucht noch größer zu machen, aber irgendwie, ja. Because I am not a street artist. Das schaut auch wieder so ein bisschen so aus, als wäre das Spiel, weiß nicht. Ja, ich weiß auch gerade nicht, was ich zu sagen soll. Frage ich mich, was das noch mit Watch Dogs zu tun haben soll. Hat ja schon einmal irgendwas gehackt? Nö. So wie ich das gesehen habe, nicht. Geil. After a long night, London is in chaos. The main arteries through the city are blocked. Hundreds of heavily armed Albion... Well. Welcome to the Resistance. Here's a welcome gift for our new members. But the disappearance of the criminal... You could have told me. Sieht das aus wie so eine schlechte Version von The Purge, ey. Ja. Try it on. The new key suspect has been identified as David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is currently believed to be a terrorist. People have been asked not to approach him. Charaktere kommen ja auch irgendwie so steif vor. Und was hatte der für komische Nasenlöcher hier? I'm Clint Hawking, CEO. Clint has been a longtime creative force here at Ubisoft, and now he's bringing this vision to Watch Dogs Legion.
So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters through his incredible artistic vision and visual dass sie kein Raytracing haben. City needs a resistance. Ich habe keine Ahnung. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change. You can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting. Jetzt sieht man wenigstens ein bisschen Hacking-Gameplay. Play their origin mission. Just help me get some closure and I'll do whatever you want. Sounds like a DedSec problem. Leave it to us. And that's how you recruit them into your team. And then they become the heroes of the game and the stars of your story. And what are you doing in my flat? You with Albion? Please. Auch irgendwie so komplett ohne Mimik oder so. Oh Gott, eine alte Oma. I'm tickled, but think more underground. What, DedSec? Yeah, right, and I'm Che Guevara. You done? And they make the story not only, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, heroes that you've chosen and invested in. What would I say to fans? I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Our London town. A modern metropolis. Built on history and prosperity. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Oh my God. So, habe ich irgendwas Interessantes verpasst? Get all your units to move in and lock down. Ein paar Explosionen. Und eine Drohne, die sowieso wieder rausgepatcht wird. Ja. With London under attack by a mysterious terrorist, weißt du was, die Grafik, die da ist, government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe. What could possibly go Höchstens wrong? vielleicht auf PS5 und Xbox Series X. Ja, und die neuesten PCs halt. Ja. He's kindly stepped up to establish order. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize this. Jetzt müsste man eigentlich hier nochmal vergleichen mit dem allerersten Watch Dogs Legion Trailer, den sie veröffentlicht haben. Da war ja, glaube ich, auch Gameplay zu sehen. London will be the first city in the world to be made truly safe. Das, was da jetzt ist, das sind ja nur Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Cutscenes kannst du ja noch mal ein bisschen größer machen. Crime syndicate in London. Nachbearbeiten und so. Spread the word. She and her goons are using the dark web to sell everything from party pills to people. This microchip is scary, I know, but So I've wieder got to diesen keep track Schrott wie bei Watch Dogs 2 mit dem 3D-Drucker da machen, wo du ja Waffen drucken konntest und so ein Quatsch. You do not want to ruffle her feathers. With the city out on its arse, it now falls on you to build a resistance and take back London. All right, everyone. Faces on, guns out. Es ist, weißt du, wie mir das gerade so ein bisschen vorkommt? Ja, mir kommt auch gerade irgendwie noch etwas vor. Aber das kommt mir so irgendwie voll nach Assassin's Creed Syndicate, bloß in der Zukunft. Everyone can become your next secret weapon. Mir kommt gerade so ein bisschen vor wie Saints Row nur mit Albion headquarters inside the Tower of London. All the hardy souls Assassin's Creed in der Zukunft, weißt du? So, es ist ja genau das gleiche, London, beides ja in derselben Stadt. Wahrscheinlich haben sie auch einfach nur die Map von Assassin's Creed Syndicate übernommen. Und das ist jetzt irgendwie in der Zukunft und ja, das ist eigentlich für mich irgendwie das gleiche, einfach nur so. Hier Resistenz, so Resistance oder wie das heißt da. Und erobere London zurück und so ein Quatsch. He has a particular set of tools that make him handy. He can even call his own cargo drone. Perfect for gate crashing when you're not invited. And who needs a regular old gun when you have a bloody Überhaupt nail nicht gun? auffällig, dass mit so einem Ding kommt. Aber komm, geh mal irgendwo in die Deckung. Ich würde gerne mal sehen, ob sie das Deckungssystem von Division übernommen haben. Perhaps we could approach this mission differently. If you'd rather keep your distance, we've got you covered. Amy is a drone expert. Also die wird rausgepatcht. What have we here?
Die werden eh rausgepitcht. Die ganze Olle Elektronik. Ja, es ist das Deckungssystem. Hate spiders, but love this one. Es ist halt auch das Deckungssystem. What an adorable creepy crawler. Here we are. Let's class the place up. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. She aims, she fires, she hits. I'm reading incoming drones. She can also hack enemy drones, turning the tide in her favor. And if you are not into direct confrontation, there are more ways than one to get the job done. Mein ist auf der einen Seite eine witzige Idee, so verschiedene Charaktere zu haben, aber ich finde es dann doch irgendwie besser, einen und denselben immer zu spielen, den ich dann auflevel und so. Ja, aber da tust du die halt ein ganzes Ja, ich meine so diese verschiedenen Wege, wie du da was erledigst, das ist auch irgendwie, es ist schon interessant. So zum Beispiel, ja, kannst du auf der einen Seite hier so einen Hacker spielen, der sich da durchballert, oder du spielst halt so einen, wie heißt das, so einen Maulwurf, weißt du? Criminals running our streets, illegals threatening our families, the police commissioner himself, assassinated by terrorists. Well, that seems to be enough evidence. Next up, we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it. That's good. The buyers expect high quality stuff. And we need a hard nut for this. Impairing our frontal lobe again, are we? Bags, don't disturb me in my natural habitat. Say hello to Mickey. The man lives for his team. That put another hair on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. Jetzt sieht gerade die Grafik so 1:1 aus wie Watch Dogs 1. Ja. He does have a slight drinking problem though. Also du kannst Alkoholiker spielen. Nice. Ah, well, we'll come back to him. Ja, die wollen jetzt noch zeigen. Ne? Der Stream läuft schon 12 Minuten und man hat bis jetzt nur Watch Dogs gesehen. Wie lange geht der Stream insgesamt? Weiß man das? Ich glaube eine Stunde oder so soll der gehen. Zeigen die noch was anderes als das? Also angekündigt ist noch Assassin's Creed Valhalla und vieles mehr haben die gesagt. Also weißt du, man könnte auch einfach durchrennen und rumballern, aber nee, er muss doch Akrobatik dabei machen. Ja, aber was ich mich mehr frage, was hat das überhaupt mit Watch Dogs zu tun? Ja? Watch Dogs war nie ein Ballerspiel. Ja. Der Typ zum Beispiel, oder der auch davor, der hat bis jetzt nicht ein einziges Mal gehackt. Ja. Here's the bastard responsible. Done and dusted. Wie du schon sagtest, die hätten einfach nur so Search machen können. Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy. Die hätten das Assassin's Creed Future Warfare nennen sollen. Weißt du, das war so diese große Stärke von Watch Dogs 1. Wenn du zum Beispiel vor der Polizei fliegen musstest, dass du dann irgendwelche Poller hochgehackt hast oder irgendwelche Druckrohre explodieren hast und das so, weißt du, dieses Action-Gameplay mit dem Hacken und hier sehe ich davon bis jetzt noch nichts. Meine Cam hat drauf gehackt. Geil. 29. Oktober. Wow. Nach meinem Geburtstag. Plunging the player into a living, breathing city, teeming with unique locales and characters, has always been a central pillar of the Watch Dogs series. So what goes into building those worlds? Here's Amanda Munt to tell us more. My name's Amanda Munt. I'm a level artist on Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict, and we get ample opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. Okay. Ich werde schon die Befürchtung, dass es genau so ein Reinfall-Livestream wird wie EA. Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. And then it happened again in Watch Dogs 2.
And Nee, there das may ist or immer may noch not Watch be Dogs. something in London that is Die reden immer noch über Watch Dogs. capacity. So I was fortunate enough to go to E3 last year. Some of the people that I was showing our demo to were from London. So no matter where I dropped them in the city, they'd go, "Oh my God, this feels like Camden. This feels like Southwark. This feels like Westminster." Das Geilste war halt an Watch Dogs immer, du hast dich einfach in die Ampel Some gestellt detail und hast that alles I've auf put grün into the gemacht. world and they're excited about it. Like, that feels so good. Und das dann auch zu beobachten, was da passiert ist, das war auch so das Geile. I love it. Dass dann da dann irgendwann mit mal Fahrzeuge explodiert sind, obwohl es einfach nur ineinander gefahren sind und so. Oh nein, Brawlhalla. And now some news for Brawlhalla fans. In just a few weeks, you'll be able to battle it out with your favorite legends on iOS and Android devices. Weil das ein billiger Smash Bros. Klon war. Oder ist. 3, 2, 1, brawl! Das war doch schon. Yeah, es gibt einen Battle Pass. Kurz aktualisieren, weil ich hinterherhänge. Whether you need a Tom Clancy action fix on the go, or want to dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, we've got you covered. Might and Magic. Alter, die Serie ist schon älter als ich. Ich habe mal versucht, einen Teil davon zu spielen, aber ich stehe nicht so auf Rundenstrategie. Ich habe das früher tatsächlich gern gespielt. Ich glaube, es war Might and Magic 3 oder sowas. Hatte ich dir nicht sogar mal einen Teil geschenkt, den ich in der GameStar hatte? Ja, und den habe ich dann auch durchgespielt gehabt. Okay. Ja, das ist jetzt ein Might and Magic Mobile Game. Ja. Ich hatte dieses eine Actionspiel von Might and Magic, das habe ich schon gern gespielt. Wie hieß das nochmal? Heroes of Might and Magic, glaube ich. Ja, kann sein. Warum ist eigentlich das so ein altes iPhone? Target is being held on the ground floor. Ist das Watch Dogs für Arme oder was? Kommt mir ein bisschen wie Valorant vor. Das neue Game, wo ich dann letztens die Beta gespielt habe. Contact! Mochain is down. Request air support. Target northeast rooftop. Roger. Inbound. Danger close. Sam Fisher. I need an EMP deployed now. EMP imminent. So spielt das Spiel niemand. Nee. Alle werden versuchen, so viel rumzuballern wie möglich. Ja. Get back in your cell! Hey, take this. Don't make me regret this. So, dieses komische Handyspiel oder was das war. Dann kannst du es nicht mal so spielen, wie sie es gerade gezeigt haben, weil Handyspiel. Ja. Aber du kriegst eine Waffe, wenn du es Speaking of Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow weil ich Six das Spiel auch Siege first irgendwann mal launched, spielen and the werde. community has never been stronger. In celebration of this Das Lustige ist auch immer, die Ubisoft klatschen Montreal überall puts Tom together a Clancy special drauf, ne? video to Würde thank mich all nicht the wundern, wenn amazing irgendwann players Tom and Clancy's developers Assassin's that Creed have helped kommt. Siege become the game it is today. Rainbow Six! Ihr Arschlöcher von Ubisoft kriegt das endlich mal gepackt.
gucken, dass ich mich wieder einloggen kann, ey. 2015, a small team released Rainbow Ja, ist so. Six Siege. Ich habe mir diese eine Edition für 50 € gekauft, wo ich 2 Season-Pässe drin hatte. Oder auch noch den dritten, keine Ahnung. Aber ich kann das Spiel starten, aber ich komme nicht in eine Runde rein. Weil ich einfach mit einem Fehlercode rausgeschmissen werde. Und diesen Fehlercode, der ist schon jahrelang bekannt bei Ubisoft, aber die machen halt nichts. Ce jeu est installé, tu peux t'y installer aussi, et nous serons là. That original vision was quickly adopted by our passionate community, propelling it to a whole new level. Ich müsste vorher in einem anderen Ubisoft-Account mich einloggen mit meinem PlayStation-Account, das Spiel starten, eine Runde spielen und mich dann mit den anderen wieder verknüpfen, irgendwie so, keine Ahnung. So total kompliziert. But we also had our share of challenges. Ich hatte halt das Problem bei Rainbow Six Siege, ich hatte halt keine Leute, mit denen ich spielen konnte. Wenn du immer nur mit Randoms spielst, ist halt auf Dauer auch frustrierend. Through it all, we're always driven by you, our community. Habe ich es eigentlich schon 5? Ach, kann ich nicht nachgucken. Uplay ist ja down. There is no sequel plan and we're here for the next 10 years to expect more Rainbow Six in your life. Was sowas angeht, aber ja, wenn du halt keine Leute hast, weißt du, ist halt... Das stimmt. Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre, nous, l'équipe de développement. Now 60 million players strong, we're just getting started. From the devs that build the game to the community that plays it, thank you. 10 Millionen Spieler schon, oha. Das Spiel ist schon 5 Jahre draußen. Halleluja. If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. Okay. A few days ago, we introduced y'all to a brand new multiplayer shooter. Now, it's time to venture into the Das ist das Spiel, wo ich letztens die Beta gespielt habe. Hyperspace. Genau. Hyperscape. Oder Escape, ja. Das Spiel ist auch nicht so, wie es der Trailer gerade zeigt. What was that? A hack in the hyperscape. That's not supposed to be there. Let me get you all up to speed, okay? About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. So, here we are. 10 billion souls living in the crush of the megacities. But the people at Prisma changed everything. They gave everyone a way out. The hyperscape. In the hyperscape, the biggest draw by far is Crown Rush. This is where anyone can become someone. Weiß nicht, so abgeholt hat mich das Spiel nicht so wirklich. Okay. Ja gut, ich hab's nicht gespielt. Da ist nichts zu sagen. If you get good at Crown Rush, it can change your life. But strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt. Users disappearing from the real world. A darker secret lies at the heart of Hyperscape. And we have to find it. Some of us are searching for a way
That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. Ich hab's aufgepasst bei Hyperscape, den kostenlosen Battle Pass dort fertig zu machen. Creative Director Es waren irgendwie nur 6 Level, die du dort machen konntest, aber Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has fehlen ein paar established him Zusätze as in a der top Vollversion creative später. here at Ubisoft. Aber egal. For me, what's exciting is we started building it from scratch. Seeing it grow, adding ideas is really cool. Hello, contender. Welcome to the Hyperscape. The game takes place in 2054. It's in a future where humanity has grown a little darker. One of the companies there, they are launching what's called the Hyperscape, which is a virtual world and the Internet of the future. Ich muss sagen, Ubisoft ist da recht schnell, wenn es um Hypes aufzuspringen. Ne? Virtual world, there is a Battle Royale. Battle Royale ist auch, glaube ich, jetzt schon der Hype größtenteils wieder vorbei. Then we also introduce a lot of new things. You get the opportunity to do parkour on the rooftops, go into interiors where it's much more narrow, much more stressful. You get to go to the landmarks where there's more opportunities to get cool items, but also more players, die Leute, die sich an dem anderen kind Spiel of deal. gesehen haben, zum Beispiel an Fortnite oder Player Introduce the notion of hacks, special abilities that you can pick up on the fly to adapt your tactics. Die Leute, die sich das gesehen haben, aber sagen, you can wrap yourself into a ball and bounce around the battlefield. Die haben vielleicht wieder Freude an dem Spiel. A lot of abilities that let ja, aber dafür hat mir das Spiel zu viel Individualität. Also zu wenig Individualität, also zu wenig Neues gehabt, weißt du? Different levels through the Twitch extension. So every few minutes there's going to be a vote and viewers will be able to decide what effect they want to affect the whole battle. So things like changing the gravity, infinite ammo or stuff like that. Das ist dann für mich halt so, es hat zu wenig Neues, was es einzigartig macht. Und da habe ich so das Gefühl, es kann nicht wirklich viele Spiele begeistern, weil wenn man das spielt, man denkt, man hat schon alles von dem Spiel gesehen. Gut, das Geile bei dem Spiel ist, was sie geplant haben mit der Stream-Anbindung. Also sie wollen das so machen, dass zum Beispiel Twitch-Zuschauer entscheiden können, was für Perks du bekommst oder irgendwie sowas, so wie ich das mitbekommen habe. Das finde ich schon geil. Deswegen einfach mal abwarten. Ja, wenn es offiziell erscheint, ich werde es mir definitiv nochmal anschauen. Geschmäcker sind ja verschieden. Ja. Let's show them what I'm made of. Go time. Was ich aber halt witzig finde, wie Valorant jetzt abgestürzt ist. Es hat ja so diesen riesen Hype gehabt mit diesen Twitch-Drops an sich. So, und jetzt macht es halt nur noch Schlagzeilen mit überteuerten Skin-Paketen. Ein Skin-Paket für 100 €. Oh, Open Beta am 12. Juli. Der startet heute. The digital world of the Hyperscape gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Anna Maria Muska is going to take us behind the scenes of character design. My name is Anna Maria Muska. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals, as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. Wahrscheinlich hat sie sich da auch so ein bisschen ins ich habe so ein bisschen überlegt, ob vielleicht alles so ein bisschen jeder, der da ein bisschen mehr zu sagen hat, sage ich mal, weißt du, von den Entwicklern sein, ja, sich so ein klein bisschen darin verewigt hat, weißt du. Das kann sein. Each season we plan to produce new outfits for these characters, so we're hoping some of our players are gonna see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's gonna happen in the game. We're very excited to see it in people's hands. As we move into the next generation of gaming,
Ubisoft has been working closely with console makers to take advantage of all the extraordinary capabilities these new consoles will offer. Now we have a special guest to tell us a little more. Phil Spencer! Hey everyone, Phil Spencer from Xbox. With Watch Dogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox One Version. On Series X, machst die Xbox One Disc in die Xbox Series X und er installiert aber die Xbox Series X Version, obwohl du die Xbox One Version hast. Like you've never seen before. Ja, warten, ob es dann wirklich so sein. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive. Das haben sie für Assassin's Creed auch schon angekündigt. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world of Assassin's Creed Odyssey. I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. Alright, we know you've been waiting to hear more about this game since it was announced back in April. Oh, jetzt zeigen sie Assassin's Creed Valhalla, oder? Dive into the world of Vikings. Wahrscheinlich, ja. Ja, geil. Assassin's Creed Valhalla. Producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago, we announced Assassin's Creed Valhalla, and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really inspiring. When we did our research, we found that they were not mindless barbarians. Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle. And so they had really human motivations. So for us to have this opportunity to tell kind of the real story about Vikings and kind of separate ourselves from the myths. Da frage ich mich echt, wie sie das mit dieses Wikinger-Setting mit dem Assassin's Creed so, wie sie das verknüpfen wollen, wie sie das machen wollen. England take the same roads that the Vikings did to really experience what it meant schauen, to be a Viking ja, im Endeffekt, Assassin's Creed ist halt auch nicht mehr Assassin's Creed, weißt du? Norway, which is sie haben aber hier jetzt gesagt, sie wollen zurückfahren mit diesen ganzen Rollenspielen. Ja, das hatten sie bei Odyssey auch gesagt. Ja, und da haben sie mehr draus gemacht. Aber hier wollen sie zurückfahren. Ja, die haben immer gesagt, sie wollen mehr zu ihren Wurzeln zurück, und dann war es nicht. Felt as well. Assassin's Creed ist so für mich halt hier, ich kletter irgendwo einen riesen Turm hoch und tu jemanden, der oben ist, dann abmeucheln. It is a personal adventure. Und das passt halt nicht zu den Wikingern. Eivor, a Viking chieftain. Eivor is da will ich spiele ich auf jeden Fall wieder eine Frau in dem Spiel. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available. Obviously, in England, it's full of Anglo-Saxons and other people, and they don't really want you there. So you will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Vikings were brutal warriors. Shields! And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system, to leverage the brutality and the intensity of Viking combat. Vikings were not only fighting face to face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. We are very happy to finally be able to show you the game we've all been working on. Please enjoy this deep dive gameplay, in-game footage. Valhalla. Ja, du bist ein klein bisschen vorne weg, weil ich am Stream bin. So eine Sekunde. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga Nächstes Mal of the sollten wir dann Viking hier über Watch invasion of Together den England. Stream schauen. Wo es wirklich synchron ist dann. You play as Eivor, a Viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea. Den kriegen wir aber keine Twitch-Drops.
Eivor is driven by an ambitious goal to build a thriving Norse settlement in a hostile land. The good of our clan. It is time we go a Viking. Wenn wir so schauen, da ist ja auch immer das alles, was wir geschaut haben bei YouTube in dieser Liste drin bei mir. Zuletzt angesehen. A land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Außerdem kriege ich eh keinen Twitch-Talk, weil ich hab das and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Watch Dogs 2. Ja. Du kriegst aber noch mehr. Okay. Du kriegst noch eine Jacke für Watch Dogs Legion, ein Division 2 Care-Paket und eine Assassin's Creed Valhalla Axt. Your crew will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors, and stealing cargo too heavy for one set of arms. Ist aber geil, dass sie hier wenigstens Gameplay mit der weiblichen Hauptcharakter zeigen. Du kommst du wenigstens gerade mit Wasser da erzählen. Giving you access to useful services. Dass das Ding komplett Koop ist. And new settlers. Das was? Dass das Ding komplett Koop ist. It will serve as a record of the allies you've made and a guide for future opportunities. Ja, haben wir gerade gemeint, dass es Koop ist. The Viking Age was a time du kannst das Koop spielen bestimmt, ja, aber nicht komplett. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled. Fährst halt mit deiner Meute dahin zum Plündern und so. Und du kannst es Koop spielen, also every archetype offers a unique challenge. Some will coordinate with their allies for special attacks. Weil da sehe ich jetzt zum Beispiel keinen zweiten Charakter herumlaufen. To their advantage, including the bodies of fallen warriors. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities. Snare them with a Viking harpoon. Pummel them with throwing axes. Incapacitate them with the new stun system to keep them at a distance, or finish them off. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Assassin's Creed zu tun. Customize your fighting style as you see fit, and become a legendary Viking warrior. All combinations of weapons are available to dual wield, including 2 shields. Ja, Assassin's Creed ist für mich halt, wie schon gesagt, Mauern und Türme hochklettern. Not all situations call for violence. In this new land, a Viking must find a way to adapt. As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds, and slip past watchful eyes, an unseen hunter among the people. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. But as you push deeper into England, the enemy will push back. In a series of climactic moments, Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you will lead Eivor's army into battle against heavily guarded Saxon fortresses. Today we will reclaim her. Today we fight for your land. And tomorrow we rebuild. For Istanbul. Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands, inspired by Norse myths and England's pagan roots. It will challenge and surprise. Thank you, with unforgettable characters, thrilling triumphs, and tragic losses, giving you the chance to live your own Viking saga.
hat jetzt nicht einmal gesehen, wie die oder der da irgendwo hochgeklettert ist. 17. November. 9th century England is truly unlike anything the franchise has seen before. Assassin's Creed Valhalla will release this holiday season on Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC, and We're close to wrapping up today, but before we go, our CEO, Ian Guillemot, is here to share a few words. I hope you will have enjoyed what you have seen today, and that you will love playing these games. I'm proud of our teams for delivering an ambitious, broad and creative lineup of games. And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending this show, we have one more thing to share with you. Okay, jetzt kommt eine Sache noch und dann ist vorbei. Ich weiß auch schon, welche Sache das ist, aber ich spoilere nicht. Ist das dieser Assassin's Creed Realfilm? Nein. Okay, das sind Gewehre. Also eher weniger. Das Spiel wurde schon geleakt. Okay. Vor 1-2 Tagen. Ja gut, ich bin da eh nicht so drin. Bis jetzt spricht mich das irgendwie so ein bisschen an. Gold. Viel Gold. Ich würde halt jetzt einfach mal sagen, Ubisoft-mäßig mit der Thematik jetzt ein neues Far Cry. Korrekt. Weil sonst hat Ubisoft nichts mit Drogen und Waffen und Autos. Mhm. Das ist Far Cry 6. Zeigen die auch Ingame-Szenen hoffentlich. Ich hab's erkannt, weil die mit einem Flammenwerfer eine Hanfplantage niedergemäht haben. It's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive. Die Kleine soll angeblich Vars Montenegro sein aus Far Cry 3. And okay. The pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Und lass die Handgranate ja nicht los. I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save
save them Bitte from stolper. themselves. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. They will answer you with screams. Call you evil. A monster. And give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people and you must clutch them nice and tight. Oder die jetzt einfach in die Menge werfen. We all go boom. Do you understand now? Prove it. Ja, und der soll jetzt die eigenen Menschen, die eigenen Leute soll der jetzt so in die Luft sprengen. Yep. Hä? Wie dumm ist das denn? And with that, we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Okay, also das letzte feiere Today, we've ich. seen the next generation of Assassin's Creed, Assassin's Creed weiß ich the birth nicht. of a resistance Man in ist Watch nirgends Dogs Legion, hochgeklettert. the cyber chaos of Hyperscape, and the epic Battle reveal Royale, of Far ja, Cry's ist newest irgendwie so installment, meins gewesen. along with Battle so much Royale more. Spiele. Also, Remember, ich spiele we'll sie be schon, back aber later this ich year kann mich with halt another nicht lange Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for so joining us. begeistern, sage ich mal. Und Watch Dogs, ja, weiß ich nicht, ob das noch was mit Watch Dogs zu tun hat.